Haben Sie viele Zahnfüllungen, Kronen, wurzelbehandelte Zähne oder Erkrankungen des Zahnfleischs wie Parodontose? Voriges Jahr, da habe ich einen Zahn eingebüßt. Die Behandlung fängt gerade an. Die rechte Seite, die Inlays, waren nach 30 Jahren durch. 10 Jahre her. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht mehr die gesamten Behandlungskosten für die Patienten übernehmen, sondern nur einen sogenannten Festzuschuss. Da erleben wir das regelmäßig, dass Patienten aus finanziellen Gründen eine notwendige Zahnbehandlung nicht durchführen oder aufschieben. Denn Zahnbehandlungen treffen auch den finanziellen Nerv. Wer eine Krone oder gar ein Implantat benötigt, bekommt beim Zahnarzt oft einen Kostenschock. Der Zahnersatz kostet schnell ein paar hundert oder gar 1.000 Euro. Mehr als 5.500. Ich bin privat versichert, ich habe eine ganz gute Versicherung. Da habe ich 80% Erstattung und damit kann ich gut leben. Nur ein Teil. Für den anderen Teil habe ich eine Zusatzversicherung. Mehr als 16 Millionen Menschen in Deutschland haben deshalb eine Zahnzusatzversicherung. Allerdings auch dieser Schutz ist nicht gerade günstig. 55 Euro für meine Frau und mich. Schon 20 Jahre. 500 Euro im Jahr. Es ist immer die Frage, wie alt sie es anfangen und so. Ob sich eine Zusatzversicherung lohnt, hängt natürlich stark davon ab, ob Betroffene zukünftig viel und hochpreisigen Zahnersatz benötigen. Von den 332 Euro, die Krankenkassen für eine Krone ansetzen, sind zwischen 83 und 133 Euro selbst zu bezahlen. Kronen aus Keramik oder Implantate kosten deutlich mehr. Für diese Mehrkosten müssen allein die Patienten aufkommen. Ich finde es eigentlich unmöglich, dass man eine braucht. Also, als ich noch Studentin war, hat das noch die Krankenkasse alles gezahlt, aber heute nicht mehr. Welche Folgen das mitunter hat, erklärt Dr. Michael Klar. Er leitet eine Zahnarztpraxis in Kassel. Wir wissen heute, dass Bakterien, die sich im Munde befinden, dass die eine Vielzahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können, dass Patienten, die eine unbehandelte Parodontitis, also eine Erkrankung des Zahnhalteapparates, ein deutlich höheres Risiko haben, an einem Schlaganfall zu erkranken. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Herzprobleme auch von den Zähnen herkommen können, dass Erkrankungen der Atemwege, aber auch Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen mit den Zähnen in Zusammenhang stehen. Aber ein Zahnimplantat kostet beispielsweise rund 2.600 Euro. Die gesetzliche Krankenkasse gibt nur 500 Euro dazu. Also verbleiben 2.100 Euro Eigenanteil. Da lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung, aber nicht alle Patienten seien damit zufrieden, erklärt uns Michael Klar. Das kann zum einen daran liegen, dass die Versicherung noch nicht lang genug gültig ist oder abgeschlossen war, dass sie sozusagen noch Sperrfristen haben. Zum anderen kann es natürlich auch sein, dass Patienten gewisse Vorschädigungen oder fehlende Zähne beispielsweise nicht korrekt angegeben haben. Wer mit gesunden Zähnen in jungen Jahren eine Zahnzusatzversicherung abschließt, zahlt eher geringe Prämien. Unter 30-Jährige bekommen für rund 20 Euro monatlich eine Vollabdeckung, während jemand über 50-jährig dafür bis zu 70 Euro jeden Monat zahlt. Dafür werden junge Versicherte vermutlich die Leistung viele Jahre lang nicht in Anspruch nehmen. Und wer zu lange wartet? Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Oberkiefer und da müssen Implantate hinein. Ich habe da auch Telefonate geführt mit Versicherungen und der eine Mann hat es ganz lustig gesagt, wenn Ihr Haus schon brennt, können Sie keine Brandversicherung mehr abschließen. Ja, schönen guten Abend, Daniela Hubloer, Gesundheitsexpertin bei der Verbraucherzentrale. Hallo. Stimmt das denn so auch bei der Zahnzusatzversicherung? Wenns Haus schon brennt, kann man keine Versicherung mehr abschließen? Ich sehe doch da dauernd so eine Werbung, die das genau verspricht. Also wenn Behandlungen geplant sind, dann ist das von der Versorgung ausgeschlossen, auch wenn das nur angeraten oder besprochen ist. Es gibt eine Ausnahme, die Sie gerade ansprechen, die wird auch massiv beworben. Da ist aber die Leistung im Vergleich zu den Kosten, den Beiträgen relativ gering und das rentiert sich nur dann noch abzuschließen, wenn es wirklich eine aufwendige, teure Versorgung ist.
Okay, also muss man gegebenenfalls im Einzelfall erst mal gucken. Ne? Wie sehen Sie es denn? Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, in jungen Jahren eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen? Ja, das ist genau das Problem, dass da in der Regel die Zähne ja gut sind und man dann unter Umständen jahrzehntelang einzahlt. Also insofern fände ich es jetzt nicht nötig, das in jungen Jahren schon abzuschließen. Natürlich muss man es aber oder sollte man es zu einem Zeitpunkt abschließen, wo das Gebiss noch gut genug ist, um eben die Versicherung überhaupt zu bekommen. Dann sagen Sie mal so eine Hausnummer. Was würden Sie da altersmäßig so anraten? Ja, mittleres Alter. Ich würde sagen, so mit 35, 40 merken die Leute dann auch allmählich, naja, jetzt könnte allmählich was fällig sein oder es sind dann die Kronen oder die Füllungen schon älter und so. Da denken die meisten dann auch mal an eine Zusatzversicherung. Und da ist es dann in der Regel auch noch möglich, eine zu bekommen, wenn jetzt nicht das Gebiss wirklich schon zu schlecht ist. Nach welcher Zeit bekommt man dann die vollen Beiträge? Das ist ja dann so gestaffelt, ne? Genau. Also erstens gibt es in der Regel nur eine Wartezeit von 8 Monaten und dann in den ersten Jahren ist es gestaffelt. Also im ersten Jahr hat man Anspruch bis maximal 1.000 Euro, im zweiten bis 2.000. In den ersten Jahren geht es dann so ungefähr bis zu 5.000 Euro ungefähr. Danach sollte es entfallen. Das heißt, ich kriege aber dann eben auch die volle Erstattung erst nach 3 bis 5 Jahren. Und erst da rentiert sich dann wirklich eine aufwendigere, teure Versorgung. Auf was muss ich denn beim Vertrag achten? Da gibt es ja zig verschiedene Angebote. Ja, es gibt unglaublich viele Zusatzversicherungen, die sind auch sehr unterschiedlich in dem, was sie kosten, aber auch sehr unterschiedlich in dem, was sie leisten. Und man muss sich vorher einfach überlegen, was möchte ich, was brauche ich voraussichtlich? Also will ich eine aufwendige Versorgung, sowas wie Implantate zum Beispiel, wo eben wirklich dann das, was ich da selbst zahlen soll, sehr teuer wird. Dann muss man aber auch schauen, für wie viel Implantate leistet die Versicherung, ist Knochenaufbau dabei, die Funktionsanalytik. Gibt es irgendwelche Obergrenzen dann auch jenseits dieser Staffelung noch? Also da muss man dann wirklich sehr genau hinschauen. Gar nicht so einfach, das vorher einzuschätzen. Zahlt denn die gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich erstmal alles, was medizinisch nötig ist? Also ganz kurz wollte ich noch sagen, bei dem Beitrag Zahnbehandlung zahlt die gesetzliche Krankenversicherung, auch wenn man Parodontitis hat, Zahnfleischentzündung. War gerade so ein bisschen Eindruck, als würde da nichts geleistet werden. Genau. Und beim Zahnersatz leistet die gesetzliche inzwischen 60% mit Bonus bis 75%, aber der einfachstmöglichen Versorgung, der Regelversorgung. Und das sind nicht Implantate. Okay, verstehe. Also, was würden wir sagen? Was halten Sie jetzt als Fazit fest? Für wen lohnt sich das tatsächlich? Fazit, genau. Es lohnt sich für diejenigen, die eine höherwertige Versorgung vorhaben, sowas wie Implantate und da möglicherweise auch eben mehr Versorgung nötig haben. Und es ist nichts für diejenigen, die ein geringes Einkommen haben. Für die ist der monatliche Beitrag schon teilweise zu hoch. Diejenigen haben Anspruch auf den doppelten Zuschuss von der Krankenkasse und müssten dann nichts dazu zahlen. Das ist auch noch mal gut zu sagen oder ganz wichtig zu sagen. Und vor allen Dingen das Bonusheft, das muss auch ganz ordentlich geführt werden. Genau, dass man das regelmäßig führt, genau, dass man den Bonus dann hat. Okay, danke schön, Frau Huploa. Machen Sie es gut. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss.